Hallo, herzlich willkommen bei meinem brandneuen Kanal mit dem Namen Die wichtigste Frage. Mein Name ist Till, ich bin 43 Jahre alt, ich bin vom Beruf Wirtschaftsingenieur und Unternehmer. Ich habe mehrere Firmen in meiner Karriere gegründet im Bereich Energiewirtschaft und ich beschäftige mich circa seit meinem 15. Lebensjahr mit der wichtigsten Frage. Und die ist, wo kommen wir her? Gibt es einen Gott? Macht das alles überhaupt Sinn? Und wenn es einen Gott gibt, warum hat er das alles gemacht? Hat er einen Plan oder lässt er alles einfach so laufen? Und was ist überhaupt Wahrheit? Gibt es überhaupt eine Wahrheit? Gibt es nicht mehrere Wahrheiten? Und kann man die Wahrheit überhaupt beweisen? Ich selbst habe nach meinem Studium noch promoviert, also meinen Doktortitel gemacht und bin daher sehr viel mit Wissenschaft und Forschung in Berührung gekommen. Ich weiß also einigermaßen, wovon ich rede. Wissenschaft ist ja im Grunde genommen nichts anderes als die Suche nach Wahrheit. Ich habe dann unheimlich viele Bücher gelesen, habe mir etliche Meinungen angehört, habe meine eigene Forschung betrieben und dann meine eigene Beweisführung angestellt. Es gibt tausende Meinungen, Theorien, Ideologien, Geschichten, aber am Ende des Tages stimmt ganz genau eine einzige Variante, eine einzige Wahrheit, nichts anderes. Und die Wahrheit lässt sich finden, die Wahrheit lässt sich aufdecken. Wenn Gott die Wahrheit ist, dann muss die Wahrheit beweisbar sein, dann muss Gott beweisbar sein. Wenn jemand kommt und sagt, Gott lässt sich nicht beweisen, aus meiner Sicht Bullshit. Wenn Gott real ist, wenn er existiert, dann muss man ihn beweisen können. Das ist vielleicht nicht dieselbe Beweisführung, wie ich zum Beispiel die Gravitation oder ein anderes Naturgesetz beweisen kann. Aber mit den zur Verfügung stehenden Methoden zur Beweisführung kann ich ein Bild zeichnen, das mir am Ende eine überwältigende Sicherheit bei der Entscheidungsfindung geben kann. Natürlich braucht jeder Mensch von euch, um an Sicherheit an irgendetwas glauben zu können, unterschiedlich viele Beweise. Der eine ist schneller überzeugt, der andere braucht ein paar mehr Beweise. Aber ich sage euch, Gott ist real und Gott lässt sich beweisen. Ein Großteil der Menschen in unseren Breitengraden haben ein völlig materialistisches Weltbild, sind Atheisten und glauben das, was ihnen in der Schule vorgekaut wurde. Und zwar die Evolutionstheorie, dass alles durch Zufall über einen extrem langen Zeitraum entstanden ist und dass alles, was uns ausmacht, die Natur, die Dinge, seinen Ursprung in materiellen Dingen hat, unsere Seele, unser Geist, nichts anderes am Ende ist als elektrische Signale. Und das, meine lieben Leute, ist komplett falsch. Ich möchte euch in meinem Kanal zeigen, wie Beweisführung funktioniert, wie man Dinge beweisen kann. Ich möchte dann mit euch dieses Handwerkszeug anwenden und zeigen, dass unser heutiges Weltbild, insbesondere die Evolutionstheorie, nicht stimmen kann. Im Gegenteil, dass sie sogar unmöglich ist, dass sie gegen geltende Naturgesetze verstößt. Und wenn man an den Punkt angekommen ist, an dem man erkennt, dass es Gott geben muss, weil alles andere nicht funktionieren kann, dann geht die Reise natürlich noch weiter. Wer ist denn überhaupt Gott? Gibt es nicht etliche Religionen? Gibt es vielleicht sogar mehrere Götter? Sind das eventuell Alien? Welche von diesen ganzen Story ist überhaupt wahr? Auch auf diese Frage möchte ich mit euch gemeinsam die Methoden der Beweisführung, die ich euch natürlich noch zeigen werde, anwenden, damit ihr mit gutem Gewissen Antworten finden könnt. Die Zielgruppe meines Kanals sollen vor allem jüngere Leute sein, zwischen, sagen wir, 15 und 30 Jahren. Ich selbst habe 3 Söhne im Teenageralter. Ich weiß, dass ihr heute unheimlich viel Zeit vor Bildschirmen verbringt, Handys, Smart Media, Netflix-Serien etc. zocken. Ich meine, ihr müsst euch mal die Frage stellen, ist das nicht alles irgendwie komisch? Echt jetzt? Das war's? Verpasst ihr nicht irgendetwas extrem Wichtiges? Und die Antworten, die ihr heute bekommt, machen die wirklich Sinn? Und wenn ihr ganz tief in euch reinhört, habt ihr da echte Gewissheit? Ich sage euch, jeder Mensch kann echte Gewissheit haben. Aber nur dann, wenn er einmal in seinem Leben wirklich sich die Mühe macht und einmal sein komplettes Weltbild auf den Kopf stellt und alles hinterfragt und dann am Ende für sich selber die richtige Antwort geben kann, die ihm sein Leben lang Sicherheit gibt. Wie gesagt, es gibt nicht den einen großen Beweis, aber es gibt das große Puzzlebild. Und wenn man das zusammenfügt, dann ist die Beweislage erschlagend. Und ich rede nicht von Indizien oder Hinweisen. Ich rede von echten Beweisen. Ich verspreche euch, echte Beweise und echte Gewissheit. Die Wahrheit muss am Ende jeder Challenge standhalten können.
Und jedes neue Puzzleteil, das wir dann finden, muss in das große Bild reinpassen. Denn nur so können wir Gewissheit haben, dass das Ganze stimmt, dass wir wirklich die Wahrheit haben. Also lasst euch überraschen, seid gespannt auf die ganzen Dinge, die ich ausgegraben habe und die ich euch in vielen Videos zeigen werde. Wichtig dabei ist auf jeden Fall, ich selber bin weder Biologe noch Geologe oder Paläontologe oder was man noch für Wissenschaften braucht. Ich habe dieses ganze Wissen über einen langen Zeitraum zusammengetragen. Ich möchte, dass ihr von diesem Wissen profitiert. Ich möchte es euch zeigen. Die ganzen Quellen zu diesen Informationen werde ich jeweils unten in dem Video, in dem jeweiligen Video reinschreiben, damit ihr dann auch in der Lage seid, euch selber mit den Theorien und mit den Autoren dieser Theorien auseinanderzusetzen. Ich hoffe jedenfalls, dass ihr ordentlich angeteasert seid, dass ihr Lust habt auf weitere spannende Videos zu diesem Thema, dass ihr ernsthaft vorhabt, euer Weltbild einmal richtig auf die Prüfung zu stellen. Und es ist ja auch nicht schlimm, wenn ihr am Ende zu dem Schluss kommt, sauber, mein Weltbild war das Richtige, dann ist das völlig in Ordnung. Aber ihr müsst diese Hausaufgabe einmal in eurem Leben ernsthaft und unvoreingenommen machen. Wie gesagt, bis zu meinen nächsten Videos wünsche ich euch alles Gute, bleibt gesund, ciao, macht's gut.